Die Corona-Pandemie und die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen stehen in der Politik derzeit an erster Stelle. Gleichzeitig hat die Lösung der Klimakrise nichts an Dringlichkeit verloren. Ein wichtiger Baustein ist die Mobilität. Wie sich unser Verkehr in der Zukunft gestalten kann, war Frage der dritten Ausgabe des Digitalformats #ZEWLive des ZEW am 26. Mai 2020. Zum Thema Mannheimer Wege zu einer neuen Mobilität diskutierten ZEW-Präsident Prof. Achim Wambach, Miriam Karoli von Stadtmobil Rhein-Neckar AG, Christian Specht, erster Bürgermeister der Stadt Mannheim und die Fridays for Future-Aktivistin Laura Huber. In einem einleitenden Impulsvortrag erläuterte der ZEW-Umweltökonom Dr. Wolfgang Habler, dass Probleme wie Lärm, Stau, Luftschadstoffe und CO2-Ausstoß eine Verkehrswende notwendig machen. In der anschließenden Diskussion sprach Achim Wambach zunächst die Knappheit des öffentlichen Raumes an, die dazu führt, dass die Nutzung dieses Raumes gut organisiert werden muss. Mobilität ist schon eine der Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen im Mobilitätsbereich unsere CO2-Reduktion hinbekommen und da gibt es noch viel zu tun. Und deswegen ist es wissenschaftlich spannend, aber ist auch gesellschaftlich extrem relevant. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird die Energiewende nicht funktionieren. Auch für die Friday for Future-Aktivistin Laura Huber ist ein intelligentes Mobilitätsangebot der richtige Ansatz. Also wir haben ja Forderungen aufgestellt als Fridays for Future, 10 Forderungen an die Stadt Mannheim. Da sind unter anderem die Verkehrsforderungen auch mit drin, wie eine autofreie Innenstadt und Ausbau des ÖPNV und Radinfrastruktur, aber genauso der Ausstieg aus der Kohleenergie, also das Abschalten des Großkraftwerk Mannheims. Also da kann man auch unsere Forderungen im Internet nachlesen und sich da informieren. Der erste Bürgermeister Mannheims, Christian Specht, verwies auf die bisher in Mannheim erzielten Erfolge in der Verkehrswende, gestand aber auch weiteren Handlungsbedarf zu. Also als Modellstadt arbeiten wir daran, die Stickoxide zu reduzieren, zum Beispiel durch mehr ÖPNV, durch Reduktion von Ticketpreisen, durch Digitalisierung von Verkehren, aber eben auch so, dass wir Jobtickets anbieten, wo wir sagen, die Unternehmen sollen einen Beitrag dazu leisten, indem sie günstigere Jobtickets für ihre Mitarbeiter anbieten, aber eben auch, dass wir neue Quartiere schaffen, wo wir weniger Auto brauchen. Miriam Karoli von Stadtmobil Rhein-Neckar sprach sich für noch mehr Experimentierfreudigkeit im Bereich der Mobilität aus. Der Autoverkehr ist der dem Gemeinwohl am wenigsten zuträglich ist, weil er die meisten Schäden einfach verursacht, also sowohl Lärm als auch Inanspruchnahme von öffentlichem Raum, den man anders nutzen könnte, als auch Abgase, Verkehrsunfälle und so weiter. Deswegen sollte eben das Gemeinwohl eine wichtige Rolle dabei spielen, wie viel Raum welches Verkehrsmittel bekommt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung ZEWLive standen wie immer die Zuschauerfragen, die von den Experten kompetent beantwortet wurden. Mit Experten über Mobilität zu reden, das ist, was uns umtreibt. Mobilität ist ja ein Grundbedürfnis auch der Menschen. Wir versuchen, gute Wissenschaft mit guter wirtschaftspolitischer Beratung zusammenzubringen und deswegen, wenn wir hier Leute haben, mit denen diskutieren können, die an den wirtschaftspolitischen Problemen sind und wir unsere Impulse damit reinbringen können. Ich glaube, das ist eine tolle Kombination und wenn auch heute hatten wir wieder viele Zuschauer gehabt, wenn es auf Resonanz stößt, da freuen wir uns umso mehr. Mit 160 live zugeschalteten Zuschauern erfreut sich das digitale Format ZEWLive immer größerer Beliebtheit. Wer bei der nächsten Veranstaltung dabei sein möchte, findet auf der Webseite www.zew.de den entsprechenden Link. Weitere Ausgaben werden folgen.